sind mitten in Südafrika, spielen jetzt gerade hier so eine Ankunft der Männer aus Europa in Afrika. Ich reise viel, ich reise gern, fern und nah und fern. Ich bin zu Hause überall, meine Sprache international. Ich mache es gern jedem recht, ja, mein Sprachschatz ist nicht schlecht. Ein scharfes Schwert im Wortgefecht mit dem anderen Geschlecht. Love it! Diese Eurotrash-Kategorie meets Metal gab es eigentlich nur vorher sogar Pussy in meinem Eindruck. So. Und deswegen, ich fand den Song wahnsinnig speziell und super als Sommerhit geeignet. Und auf der anderen Seite, durch den kontroversen Text, gab es so eine unglaubliche Schere und das gibt mir sehr viel Spielraum, um dazu was Abgefahrenes zu entwickeln. Was man bei dem Titel Ausländer machen muss, ist, ich will Rammstein in ein Gummiboot setzen mit Schwimmwesten und die übers Meer paddeln lassen, weil das ist, was du absolut nicht tust. Deswegen wollte ich es gerade machen, weil das ist für mich Rammstein. Du haust der Gesellschaft einfach ihre eigenen Bilder von Latz. Eine Satire daraus zu machen, ist die einzige Möglichkeit, mit Rassismus umzugehen. Und das war für mich etwas, was ich gerne bei Ausländer unbedingt bedienen wollte, auch wenn der Song eigentlich wie ein fröhlicher Urlaubssong daherkommt. Drehen macht super viel Spaß, aber man spielt natürlich so ein bisschen so eine alte Geschichte nach, wie, weiß ich, damals die Weißen nach Afrika gekommen sind, wie sie vielleicht aufgenommen worden sind. Und das Lied ist an sich ja auch sehr lustig und ich hoffe, es wird insgesamt eine eher ironisch gemeinte Geschichte. When I look at you, I look at that. It's like the attire, the white people who came to colonize us in 1652. So actually, in a way, you look like that. Your attire Yeah, that I'm you're happy you, wearing. you like permanently kick my ass. Die Sachen, die sie dir anhaben, waren teilweise echt authentische Sachen. Mit echten Knochen, mit echten Muscheln und sowas geschmückt. Und genauso waren die Sachen, die wir von Rammstein mit aus Deutschland gebracht haben, aus den deutschen Fundi hier in Berlin, auch real. Das war ein Seidenleinenanzug, der kostet Vermögen von Flake. Und teilweise stand in den Safari-Anzügen noch Deutsch Südwest. Und das waren wirklich Sachen teilweise aus den 20er, 30er Jahren. Teilweise mussten wir die dann passend machen, aber es waren echte Dinge. Andere Zungen, so hab ich mich schon früh gezwungen, dem Missverständnis, My chief sent me to take these guys to hunting. dass man Sprachen lernen muss. Diese kleine Side-Story mit Richard und Flake, das ist aus einer Idee geboren, dass Flake ja eigentlich immer derjenige ist, der jetzt auch auf der aktuellen Tour mit einem Flammenwerfer über die Bühne gescheucht wird. Und in dem Fall war das innerhalb der Szene, wo Richard dann mit einer russischen Kalaschnikow, auch so eine kleine Anspielung an die Herkunft sozusagen. Hätte ja jede Waffe nehmen können, aber ich fand eine Kalaschnikow, außerdem macht die so viel Lärm und hat so viel Mündungsfeuer, dass das dann schön aufstaubt, egal ob da scharfe Patronen drin sind oder nicht. I'm a natural shooter, I guess. Klar ist das ein Fun-Ride. Wir wollten Spaß haben bei dem Video, das ist ein Spaßsong. Aber da steckt auch ganz viel Spaß drin, der im Hals stecken bleibt, weil wir uns halt wie die Axt im Wald benommen haben, über Jahrhunderte. Ich hatte sehr viel Hemmung, das in Afrika, der afrikanischen Crew, zu vermitteln,
was wir denn da eigentlich machen wollen. Ich habe da einfach ganz krass Grenzen überschritten, die man normalerweise heute in der Gesellschaft nicht mehr macht. Man trägt nicht einen weißen Mann auf einer Sänfte durch den Dschungel. Naja, ich werde jetzt hier so getragen. Also mir geht da so keiner ab, im Gegenteil, mir ist schlecht. Wir wussten nicht, wie weit wir da gehen sollten. Ich wusste, der weiße Mann kommt nach Afrika und benimmt sich krass daneben, weil er denkt, das ist the way to do it. Der weiße Mann bringt den kleinen schwarzen Kindern die Sprache bei, und in dem Fall in einem Missionarsoutfit, was bedeutet, er bringt denen auch noch den Glauben. Und das ist absolut, dann hat er nachher noch das kleine Mädchen auf dem Schoß. Und das ist natürlich eine Anspielung auf den Katholizismus und was da abgeht. Natürlich geht das überhaupt gar nicht. Und man vor Ausländerinnen steht, ist es von Vorteil, wenn man dann sich verständlich machen kann. Ich bin kein Mann für Till ist ein richtig guter Maler, der kann das richtig doll gut. Bevor die Sonne wieder lacht, will ich More modernized. We're staying in township, but this is part of our culture. So you actually brought us back to our You roots. don't wear it anymore. No, This is, we don't wear it now in township, but if you go to rural areas, Yeah. then they still wear this. and they do it for tourists, I guess, huh? Yes. Yeah. But this is stupid, isn't it? No, it's No, not. it's not? It's not. This is me. You're just reminding of me and my roots Ah, okay. and my background, actually. So I'm really enjoying myself with this. Okay, cool. Yes. Die Frauen und Kinder, die da sind, das sind ganz normale Leute. Die haben wir so angezogen wie ein Stamm. Die Hütten waren auch aus Pappmaché, die konntest du wegtragen. Ne? Das war nur Pappe. Das sollte aber echt aussehen. Da haben wir eine Ziege angebunden und ein bisschen Staub gemacht, und das Feuer war auch mit Gas. Das konntest du hoch und runter drehen. Auf Danke ist das Feuer wieder unten. Die Kunst ist, dass das eben so aussieht, als wäre es real. I like rock music. It's a good song, man. Yeah. Oh, they were very good. Super nice. The rhythm. The kicks. An der Stelle, du komm mit, ich dir machen gut, haben wir dann so kleine Pärchen zugeordnet, dass jeder nimmt dann eine mit, dass der eigentlich sozusagen das Lied so richtig repräsentiert. Warum sind wir denn überhaupt hier? Um zu scoren. I just want to thank you all for this fantastic shoot. It was one of the best of my life. It's a wrap. Ich wollte unbedingt was für die Kultur tun. Ich wollte unbedingt zeigen, dass dass wir alle verhärtet sind für die Etikette und für das, wie man uns wahrnimmt, und ich bin anders als du und diesen ganzen Bullshit. Damit wollte ich unbedingt brechen. Das war mir wichtig. Ciao ragazza, take a chance on